Was haben der Freizeitpark Geiselwind, der größte Autohof Europas, und der TSV Vestenbergskreuth gemeinsam? Richtig, sie liegen alle im Steigerwald und von dem komme ich gerade. Warum ich so aussehe, wie ich aussehe, völlig versifft und verdreckt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, eigentlich wollte ich jetzt eine Tour machen in den Steigerwald, aber wie man sieht, es ist schon wieder alles nass. Es hat geregnet, die Wolken schauen auch nicht sehr einladend aus. Wir gucken mal aufs Wetterradar. Hier ist Nürnberg, hier sind wir. Ja, da zieht dann später was drüber, allerdings ja, bloß so ein Streifen. Ja, ich wollte eigentlich, wie gesagt, in den Steigerwald und zu dem Freizeitpark Geiselwind. Es ist eine 130 Kilometer Tour und tja, ist natürlich die Frage, sollen wir bei so einem Wetter fahren oder nicht? Was kommt nicht? Regenjacke habe ich jetzt auch keine dabei, wie immer völlig unvorbereitet. Überschuhe habe ich auch keine, ich bin einfach mal losgefahren. Es sah von meinem Fenster aus recht gut aus, aber ja, jetzt hier im Norden von Fürth ist auf einmal alles nass. Bei mir waren die Straßen trocken. Ich probiere es mal und vielleicht gibt es ja doch noch ein schönes Video heute. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Ich hoffe, der kommt bei mir dann auch noch während der Fahrt. Da hinten ist die große dicke Wolke. Die ist vorhin ja, so an meinem Wohnort vorbeigezogen. Die ist weit weg. Wir müssen allerdings in die Richtung und da schaut es dann schon besser aus. Ich denke mal, das zieht dann von dannen. Und wir haben so einigermaßen Glück mit dem Wetter, also immer positiv denken und weiter geht's. Schaut mal die Wolke da hinten, sieht man das auf der Kamera? Hier das Weiße in dem blauen Fleck und außenrum alles grau und trüb. Sieht geil aus. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Guck, hier sind die Straßen wieder trocken. Wir bloß hoffen, dass wir nicht in irgendein Regengebiet oder in so ein Regenband reinfahren und dann passt die Geschichte. Dann sollte das was werden heute. So, Herzogenaurach erreicht. Hier ist die Firma Scheffler. Grüße gehen raus an den Wolf. Und ebenso in Herzogenaurach, oh, hier ist gesperrt, da kommt man normalerweise immer hier lang. Oh, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich durchs Parkhaus kann. Und ebenso ansässig hier, wer kennt sie nicht, sind die Firmen Adidas und Puma. Das Hometown hier von beiden Firmen, Herzogenaurach, oder ab und zu ist auch mal die Nationalmannschaft hier zum Trainieren. Aber jetzt sieht es schlecht aus. Normalerweise würde ich jetzt hier, was ist hier, Ampel? Da gibt es sogar eine Ampel. Hallo, ja, ich habe grün, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier weiter kann. Nee, ach je. Jetzt wird alles zu hier, alles zugebaut und Baustellen. Ganz Deutschland ist eine Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht nur auf der Straße. Okay, da müssen wir halt die Hauptstraße fahren, hilft nicht. Ja, da wird schon wieder heller. Sind immer bloß so kleine Flecken. Ich komme aus Erlangen, da war es richtig dunkel. Ja, ja. Da haben wir allerdings Eichsorgen gemacht. Ja, in Nürnberg war es trocken, dann in Fürth war es nass, aber hat nicht geregnet. Okay. Und dann so rechter Hand, da war die dicke fette Wolke, die anscheinend gerade abgezogen ist. Jawohl. Aber da kommen immer wieder welche. Naja, no risk, no fun. Ich würde nur gern wirklich ampelfrei hier durch. Ja, das ist halt hier, durch Herzogenaurach ist immer wegen so Spießrutenlauf. Oh, da schaut es dunkel. Aber da muss ich eh nicht hin. Muss da weiter. Naja. Da ist schön blau. Da ist richtig geil, ja? Fahren wir da hin. Aber Geiselwind ist doch bei Neusteuer, ne? Geiselwind ist im Steigerwald, Scheinfeld da draußen.
Was ist da noch in der Nähe? Was kann ich? Ich habe es auf dem Wahoo geladen, keine Ahnung. Ich würde sagen, wie ist es mit dem Laden? Wie mit dem Laden? Schaltung? Du hast separate Akkus, die kannst du abnehmen Ja. und dann steckst du die in so eine Ladestation. Ist dir schon mal passiert, dass du fahren wolltest und dann waren sie leer? Nee, bis jetzt nicht. Außerdem zeigt er dir das dann an, wenn es mal soweit ist. Und zur Not kannst du umstecken auch. Das ist der Vorteil bei der SRAM. Dann kannst du den Vorteil nach hinten tun und dann hast du wenigstens hinten an die Schaltung. Ne? Das wäre, ja, das ist. Ja, das hast du halt bei der Di2 nicht. Da hast du halt einen Akku für alles. Der steckt im Sattelrohr und wenn der leer ist, dann ist er leer. Erst fängt vorne an der Umwerfer zu blockieren und kannst zwar hinten noch schalten, Okay. aber du kannst halt nicht irgendwie den Akku schnell mal tauschen. Vor allem ist er teurer, der kostet 120 € und die SRAM-Akku ist irgendwie 30, 40. Ja. Fängt wieder das Regnen an. Bist aber auch mutig angezogen bei dem Wetter. Ja, danke. Ich habe Kajak. einen Windbreaker daheim im Langen. Ja. Der hat aber nicht die Taschen. Ja. Und dann. Ich habe einfach riskiert heute. Ich habe einfach riskiert. Ja. Wir sind ja nicht aus Zucker. So. So, ich muss irgendwie da rüber dann auf den Radweg. Wir müssen da links. Ja. So, die dicke, fette, schwarze Wolke hinter mir gelassen. Das passt. Wir fahren ins Blaue. Eine Fahrt ins Blaue. Und ich hoffe, ich habe weiterhin Glück. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ja, ein paar Worte noch zum Steigerwald. Der Steigerwald ist so die Region zwischen Nürnberg und Würzburg. Wer da schon mal mit einem Auto auf der A3 fuhr, der kennt bestimmt die Ausfahrt Geiselwind. Wenn man von Nürnberg nach Würzburg fährt, so in der Hälfte ungefähr bei Höchstadt, nach Höchstadt an der Aisch. Und da ist das Freizeitland Geiselwind. Da war ich auch schon oft als Kind. Und es ist der größte Autohof Europas dort. Möchte man gar nicht glauben, aber es ist so. Da ist alles geboten an Gastronomie und Übernachtung, Kfz-Werkstätten, Tankstellen und was weiß ich noch alles. Also ein Paradies für die Trucker, für uns Radfahrer weniger, außer heute am Sonntag, wenn man irgendwas braucht, zum Essen, zum Trinken, und man kommt zufällig dort vorbei. Ansonsten einfach nur mal so eine Radnotiz. So, ich muss mal kurz zum Bäcker, weil ich habe jetzt irgendwie ein kleines Hüngerchen, brauche eine Breze oder sowas. Irgendwie ist mein Frühstück schon längst verdaut. Sind wir das sehr spät los, irgendwie mittags um 12, Viertel nach. Und ja, jetzt meldet sich der Magen und der muss befriedigt werden. Oh, hier ist gesperrt. Autos fahren trotzdem durch. Ich sowieso. So, Breze in der Hand, weiter geht's. Gegessen wird beim Fahren, so wie es gehört. Wahnsinn, wie es in so einer Bäckerei zugeht. Haufen Leute. Die haben alle am Sonntag nichts anderes zu tun, als in die Bäckerei zu hocken oder ins Café. 90% Rentner. Mal schauen, ob wir auch mal so werden im Alter. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich dann trotzdem noch weiter Rad fahre. Und so Bäckereien eigentlich nur als Verpflegungsstation aufsuche. Aber mich da nicht den ganzen Tag reinhocke. Und dann wird dann Streuselkuchen gekauft und das noch. Und dann kriege ich noch die Torten und die Sahne. Und daheim werden dann die Diabetespillen noch dazu genommen. Herrlich. Aber that's life, so ist es. Für uns geht es jetzt weiter. Die Straße schaut gut aus. Die Wolken halten sich weitestgehend zurück. Let's go. Naja, heute ist schon
Sonntag, da wird eh nicht gearbeitet. Der Belag schaut gut aus. Und vor allem habe ich hier meine Ruhe, weil hier kein Auto fährt heute. Perfekt. So, kurzer Zwischenstopp hier, notgedrungen, weil es jetzt hier doch ein bisschen stärker angefangen hat zu regnen. Aber wir warten einfach mal, kann nicht ewig dauern. Wobei da hinten, ist doch recht dunkel. Genau, da müssen wir nämlich hin. Aber vielleicht zieht es ja vorbei. Weiter geht's im Regen. Hier kreuzen wir die A3 Nürnberg-Würzburg. Wer kennt sie nicht? Eine einzige Baustelle. Egal in welche Richtung. Es ist ein Graus. Die wird dreispurig ausgebaut. Aber bis das fertig ist, es dauert. So, das war jetzt auch gleichzeitig der erste längere Anstieg hier hoch. Nicht, dass man meint, das ist nur eine Autobahnbrücke gewesen. Es ging jetzt von da unten, wo ich mich untergestellt habe, noch ein etwas längeres Stück hoch. Ja, was heißt länger, aber es war das längste bis jetzt auf der Tour. Weiter geht's durch die Nässe. Ich soll nicht so viel jammern, heißt es immer, mache ich auch nicht. Ich sage einfach mal, so wie die anderen immer sagen, Radfahren ist eine Outdoor-Sportart und die findet draußen statt. Egal bei welchem Wetter oder so abgeflachte Sprüche wie es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Letzteres trifft heute auf mich zu. Ja, schau mal her, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Was will man mehr? Es ist ja wie im Sommer, wie im Frühling. Und das im Mai. Herrlich. Ja, das ist halt der Kommen und Gehen. Ich stelle mir einfach vor, ich fahre in Thailand in der Hitze und es kommt jetzt da so ein fetzen Regenschauer, der abkühlend wirkt. Und ich fahre gerade irgendwo so durch den Dschungel und dann wärmt es auch ein bisschen von innen. Ja gut, nach Dschungel schaut es jetzt hier nicht aus, aber außerhalb der Dörfer ist wenigstens ein bisschen Natur. Da kann man schon ein bisschen die Fantasie walten lassen. So, jetzt haben wir es eh nicht mehr weit nach Geiselwind, 15 Kilometer circa. Das ist dann die Halbzeit. Und von da aus geht es dann wieder 65 Kilometer zurück. Aber eine andere Route. Dann so richtig durch den Steigerwald. Weil hier sind wir mehr so, naja, im Niemandsland. Ist jetzt landschaftlich nicht so attraktiv, aber war der direkteste Weg. Und am Ende haben wir dann knapp, haben wir da so 133 Kilometer, hat mir glaube ich Komoot ausgespuckt, aber nur 900 Höhenmeter, also relativ flach. Und mal gucken, wie es weitergeht hier von diesen oder mit diesen Wetterkapriolen. Das hier drüben links, das ist dann der Steigerwald, da geht es dann später zurück. Da sieht man auch die Autobahn. Wir fahren jetzt rechts der Autobahn entlang in Fahrt Richtung Würzburg. Und später kreuzen wir die dann wieder und fahren auf der anderen Seite zurück. Aber ein bisschen durch die Natur, nicht dauernd an der Autobahn entlang. Und jetzt haben wir es eh nicht mehr weit. Geiselwind in Reichweite. Das Wetter spielt momentan auch mit, ein bisschen windig ist es. Aber trockene Fahrbahn
Und von daher, alles gut, alles easy, passt. Ja, Geiselwind erreicht und pünktlich am Ortsschild fängt es wieder das Regnen an. Ah, herrlich. Ah, hier wäre eine Tankstelle, vielleicht stelle ich mich mal kurz unter hier. Und dann schauen wir kurz zum Freizeitpark. Mal schauen, ob da überhaupt was los ist heute. Wahrscheinlich nicht oder wenig. Vielleicht noch zum Autohof und dann geht es wieder zurück. Tankstelle geschlossen? Ne, ist offen. Ja, nach einem schnellen Espresso an der Tankstelle haben wir es doch jetzt dann auch endlich, die Bremsen wie schnell, endlich geschafft. Oh, hier ist eine Schranke, hier kommt man schon mal gar nicht weiter. Aber es stehen Autos da, wie man sieht, hier drüben. Das bedeutet, er hat offen. Aber ja, hier ist Ende, beziehungsweise kann man hier nicht rein, warum auch immer. Wie machen das dann die Autos? Ja, Freizeitpark Geiselwind, da kommen Erinnerungen hoch. Da war der kleine Frankenpedaleur öfters mal. Und oh, da geht sogar die Achterbahn. Man sieht es hier. Da fährt sie. Eieiei. Jetzt werden sie hochgezogen. Schau mal an. Ja, schade, dass man hier nicht reinkommt. Hätte ich gerne mal ein bisschen über die Mauer gelugt, aber es geht nicht. Vielleicht ist da vorne noch ein Eingang. Mal gucken. Fahren wir noch ein Stück den Radweg entlang und schauen, ob da vielleicht noch ein Haupteingang ist, wo man hin kann. Ah ja, hier ist nochmal der Haupteingang. Das war wohl bloß der Parkplatz. Fahren wir mal hier durch. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie es hier aussah. Das ist doch größer, als ich es irgendwie in Erinnerung habe. Vielleicht muss ich hier mal wieder her. Wäre doch mal was. Also ein bisschen die Kindeszeiten wieder aufleben lassen. Was haben wir hier noch? Das scheint die Kasse zu sein. Ja. Was kostet hier der Eintritt eigentlich? Steht da was? Besucher ab 1,40 Meter 44,50 Euro. Ist nicht wahr, oder? Das ist ja gesalzen. Ab 1 Meter 34,50 Geburtstagskinder gratis, Besucher. Ja, wenn ich jetzt dann nächstes Jahr Geburtstag habe, gehe ich da noch als Geburtstagskind durch. Was haben wir da noch? Person mit Handicap, Hunde, 2 Tage. 44,50, das ist aber schon, sportlich, mein lieber Schwan. Also, das ist progressiv. Ich weiß nicht, was das damals gekostet hat zu D-Mark-Zeiten. Na gut, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber mich hätte mal die Preissteigerung über die Jahre interessiert. Da ist aber auch schon gar keiner da. Also wenn ich jetzt hier rein wollte, da hockt gar keiner mehr drin. Das ist heute schon geschlossen um die Uhrzeit. Lassen gar keinen mehr rein hier. Hier wird es auch nicht billiger auf dem Preisaushang. Selbe Preis. Und hier ist der Quick Check-In. Irgendeine, keine Ahnung, achso, das ist dann das Ticket wahrscheinlich. Das kannst du hier hinhalten. Naja, aber bei dem Wetter macht das, glaube ich, auch keinen großen Spaß. Hier sieht man jetzt auch keine Leute groß. Musik hört man. Ja, aber ja, das hat mich jetzt schon überrascht. 44,50, puh, was kostet eine Rust eigentlich? Wer ist denn von euch da aus der Ecke Schwarzwald und so? Was kostet eine Rust? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie vom Niveau her, von den Angeboten her. Ich glaube so 80 oder 100 habe ich da mal gelesen, kann das sein? Das war das Doppelte, aber ich denke mal, da hat man viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Attraktionen. Na gut, dann war es das hier mit dem Freizeitpark. Ich schaue, dass ich jetzt mal hier aus diesem Regenloch rauskomme, weil hier über Geiselwind habe ich gesehen, soll es bis 17 Uhr regnen. Und das ist jetzt nicht so das, was ich mir wünsche. Darum schaue ich jetzt mal, dass ich wieder zurückfahre in den Ort. Und dann rüber, rechts rüber über die Autobahn, am Autohof vorbei und dann in den Steigerwald. In der Hoffnung, dass dort etwas trockener wieder ist.
Ja, und die zweite Attraktion, wenn man so nennen kann, ist der Autohof hier, größter Autohof Europas. Wir fahren gerade mittendurch. Was haben wir denn hier alles? Was ist das denn hier? Ladestation, Tesla, 3 hängen am Netz. Ja, Tankstellen, McDonald's, Burger King, KFC und was weiß ich noch alles. Spielparadies, wo man sein Geld verzocken kann. Was ist das hier? Music Hall Geiselwind. Ja, ist wie so ein kleines Dorf hier. Restaurant hier drüben links. Metzgerei sogar. Unfassbar. Hier ist die Music Hall. Hol ich auch schon immer mal her. Aber so groß ist es jetzt eigentlich auch nicht. Also ich meine, Tankstelle, paar Fastfood-Tempel und Restaurant. Ich weiß nicht, was hier so groß sein soll, dass das der größte Autohof Europas sein soll oder ist. Aber laut Netz ist es so. Subway haben wir auch noch hier und Erotikmarkt, ja, der darf nicht fehlen. Naja gut, was haben wir hier hinten noch? Truckwash, okay. Können die LKW-Fahrer LKW waschen. Ist auch nicht immer so gegeben, dass man da eine Waschstraße für die Trucks findet. Ja, das war der Autohof. Wir müssen jetzt hier rechts hoch. Ich glaube, da geht's. Ach, den Anstieg wollte ich auch schon immer mal fahren. Hier Scheinfeld. Einmal hier hoch. Allerdings hätte ich das mir bei einem besseren Wetter gewünscht. Aber egal, jetzt sind wir schon mal da. Hilft jetzt eh nichts mehr. Jetzt haben wir noch 68 Kilometer zurück. Die meisten Höhenmeter liegen jetzt eigentlich noch vor mir, habe ich gesehen. 600 an der Zahl. Ich hatte nur 350 hierher. Aber jetzt geht es durch den Steigerwald. Und da wird es dann hügelig. Das heißt, das dauert alles jetzt noch ein bisschen länger, bis wir zu Hause sind. Aber schau her, jetzt kommt die Sonne schon wieder raus. Es ist ein Hin und Her. Hier hören die Ortsschilder auf und zeigen gar nicht den nächsten Ort an, weil wahrscheinlich gar nichts mehr kommt. Hier sind wir jetzt mittendrin im Steigerwald. Herzlich willkommen. Herrlich hier. Gleich ganz andere Gegend wie auf der anderen Seite von der Autobahn. Da war es doch recht trostlos. Aber hier sattes Grün und schöne Hügel. Erinnert ein bisschen an den Odenwald, wobei der natürlich höhere Berge hat und längere Anstiege. Aber äußerst schön, äußerst attraktiv von der Landschaft her. Hier kleine Wege, hast du deine Ruhe. Du fährst du hier mitten durch die Pampa. Keine Autos, keine Hauptstraßen. So wie es sein soll. Und die Sonne scheint auch. Ja, ich weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt. Perfekt, schau mal her. Jetzt kommt sogar das Blau durch. Ich habe zwar nasse Füße, nasse Schuhe. Ich bin total verdreckt. Aber scheißegal. Jetzt geht's heimwärts durch den Steigerwald und es kann noch besser werden. Frankfurt ist auch nicht weit, ist auch alles hier im Steigerwald. Ja, also Spessart und Steigerwald vereint. Das nächste Mal, wenn ich wegfliege, weiß ich, wo ich hin muss. Ja, zu meiner Rechten meine Freunde, die Regenwolken. Ich fahre hier entlang des Grauens.
Mal schauen, ob wir parallel uns fortbewegen oder ob wir uns küssen. Das macht er hier. Fährt hier in der Mitte erst. Ich sehe immer erst im letzten Moment, dass da irgendjemand anders noch auf dem Planeten unterwegs ist. Das ist echt erstaunlich. Fußgänger wie Radfahrer als auch Autofahrer. Oh, guck mal hier, schönes Haus. Sieht man das? Ich nehme mal die Kamera. Oh, schön hier auf Stelzen. Unten die Garage, oben die Villa und ja, dieses Fachwerkhaus oder zumindest ein Versuch eines Fachwerkhauses. So, und hier, oh, jetzt haben wir es verpasst, Vestenbergskreuth. Wir sind in Vestenbergskreuth, der Fußballort schlechthin. Wer kennt noch den TSV Vestenbergskreuth? Damals 1996, am 1. Juli, fusionierte dieser Verein hier mit der Spielvereinigung Fürth. Und daraus entstand die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die große Stadt Fürth, also relativ im Gegensatz zu Vestenbergskreuth. Warte mal, wir müssen glaube ich hier, wo muss ich denn hin? Ich will nach, ach keine Ahnung, wir schauen uns jetzt mal erstmal den Ort an. Ja, Ölfeld, genau, Ölfeld will ich. Und wo war ich stehen geblieben? Ja, die große Stadt Fürth mit, keine Ahnung, 100.000 Einwohnern. Hat fusioniert mit dem Fußballverein dieses kleinen Dorfes, Vestenbergskreuth. Und daraus entstand, wie gesagt, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Zweite Liga, immer dem Club einen Schritt voraus, dem 1. FC Nürnberg, was eigentlich umgekehrt sein sollte. Und wenn es dann nochmal zu einem Duell kommt, kriegen wir einen auf die Nase, zumindest die letzten Jahre. Und so schaut sie aus. Ja, denkt man gar nicht, ne? So ein kleines Kuhdorf. Weil wir waren damals, wo waren denn die? 4. Liga oder so? 3., 4. Liga? Ich glaube 4. Liga irgendwo. 3. Liga waren sie nicht, ne. Und dass die dann fusioniert haben mit der Spielvereinigung Fürth. Und da ist dann der Verein entstanden. Da drüben ist diese Teefabrik, wie heißt sie nochmal? Ach, keine Ahnung, so ein Riesending. Bauer, genau, Bauer. Riecht man immer meilenweit schon, bevor man nach Vestenbergskreuth kommt. Heute irgendwie nicht, der Regen hat alles niedergeprasselt und zerstört. Mich inklusive bald. Meine Freunde hier drüben, die Regenwolken, ziehen parallel. Ich hoffe, dass es zu keinem Zusammenstoß, zu einem weiteren kommt. Und ich dann heil und trocken nach Hause komme. So, hier ist schon wieder zu Ende dann. Ich weiß gar nicht, wo der Sportplatz hier ist. Ist der hier oben oder wo ist der? Keine Ahnung. Hier nochmal der Blick, Vestenbergskreuth. Unscheinbares Dorf, aber doch so bekannt. Ja, zurück in Adidas Town, in Puma Town, in Schaeffler Town, hier gegenüber. Ja, jetzt haben wir wieder mal Sonnenschein. Es ist ein Hin und Her, entweder Weltuntergangsstimmung oder es ist einigermaßen trocken und ein bisschen Sonne. Ja, es ist wie es ist, auf jeden Fall. Ich habe die Tour hinter mir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich fahre jetzt noch die letzten paar Meter zurück Richtung Nürnberg. Ich hoffe, es kommt kein Schauer mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.